Hi guys, this is already day 4 in our transition devotional. Hallo Leute, wir sind schon bei Tag 4 dieser Serie über Veränderungen. Look, I'm going to give you another example from the Bible, Ich gebe dir ein weiteres Beispiel aus der Bibel, where man's ambition brought nothing but trouble. wo menschliche Ambitionen nichts als Probleme brachten. You know, God's desire always has been that he will dwell among his people. Der Wunsch Gottes war es immer, dass er unter seinem Volk wohnen will. You know, God expresses this in the Old as well in the New Testament. Gott beschreibt dies sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. He said, they will be my people and I will be their God. Er sagte, sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Why did God want a tabernacle? Warum wollte Gott einen Tabernakel? Because he wanted to dwell among them. Weil er unter ihnen wohnen wollte. What did God say to Adam and Eve? Was sagte Gott zu Adam und Eva? Be fruitful, multiply and subdue the earth. Seid fruchtbar, vermehret euch und macht euch die Erde untertan. So we see the heart of God expressed in the very beginning when he put man in the garden. Wir sehen, wie sich das Herz Gottes schon am Anfang ausdrückt, als er die Menschen in den Garten setzte. You know, it's incredible how our own ambitions will always bring us nothing but trouble. Es ist unglaublich, wie unsere eigenen Ambitionen uns nichts anderes als Probleme bringen. But the worst problem is our own ambitions will stop us from successfully transitioning. Aber das schlimmste Problem ist, dass unsere eigenen Ambitionen uns davon abhalten, uns erfolgreich zu verändern. You know, it's very interesting Es ist sehr interessant. that when God told them to be fruitful and multiply and fill the earth Als Gott ihnen sagte, fruchtbar zu sein, die Erde zu füllen and subdue it, und sie sich untertan zu machen, where were they at that moment? wo waren sie in diesem Moment? They were in the Garden of Eden. Sie waren im Garten Eden. The Garden of Eden was a very small place. Der Garten Eden war ein sehr kleiner Ort. God wanted them to transition out of smallness into the whole world. Gott wollte, dass sie vom Kleinen in die ganze Welt übergehen. He says, fill the whole earth. Er sagt, füllt die ganze Erde. That's a huge transition. Das ist eine enorme Veränderung. So we see that from the very beginning, God wanted the whole earth to be filled with His goodness. Wir sehen, dass Gott von Anfang an wollte, dass die ganze Erde mit seiner Güte gefüllt wird. But what did man do? Aber was machten die Menschen? It did not take very long until they decided they don't want to transition. Es dauerte nicht lange, bis sie sich entschieden, sich nicht zu verändern. They wanted to settle. Sie wollten sich niederlassen. They said, let's build ourselves a tower that reaches to heaven. Sie sagten, lasst uns einen Turm bauen, der bis in den Himmel ragt. So God's desire was to transition, but their desire was just to stay and live their own ambition. Gottes Wunsch war, dass sie sich verändern, aber ihr Wunsch war es, einfach zu bleiben und ihre eigenen Ambitionen auszuleben. You know, we have to grasp this with our heart. Wir müssen das in unserem Herzen erfassen. Your ambition and your desires will bring you nothing but trouble. Deine Ambitionen und deine Sehnsüchte bringen dir nichts als Schwierigkeiten. It might bring you earthly success Es könnte dir weltlichen Erfolg bringen, if it's based on your ambition and your desires. aber wenn dieser auf deine Ambitionen und Wünsche basiert, This earthly success will all be gone when you stand before Jesus. wird dieser weltliche Erfolg verflogen sein, sobald du vor Jesus stehst. Suddenly there you will realize it has no value. Dort wirst du plötzlich realisieren, es hat keinen Wert. So embrace transition and say, Umarme Veränderung und sage, Lord, I know transition is complicated and difficult. Herr, ich weiß, dass Veränderung kompliziert und schwierig ist. I know transition confronts me with my own insecurity. Ich weiß, dass Veränderung mich mit meiner eigenen Unsicherheit konfrontiert. I know it confronts me with my own lack of trust in you and your goodness. Ich weiß, dass es mich mit meinem Mangel an Vertrauen in dich und in deine Güte konfrontiert. But when transition comes my way, Aber wenn Veränderung auf mich zukommt, the first decision that I will make is I will be focused on my mission. ist meine erste Entscheidung, mich auf meine Mission zu fokussieren. I will not focus on what I want. I will not focus on my dreams. Ich fokussiere mich nicht auf das, was ich will, nicht auf meine Träume. But I will put my focus on nothing else but on the mission that you have for me. Ich lege meinen Fokus nur auf die Mission, die du für mich hast. You see, I had to make this decision. Siehst du, ich musste diese Entscheidung treffen. Just last week, we sat together with our team and we've adjusted things in our life. Letzte Woche saßen wir mit unserem Team zusammen und haben verschiedene
verschiedene Dinge in unserem Leben angepasst. Because right at this moment, with the things that we do, we feel we're in this time of transition. Weil genau in diesem Moment, mit allem, was wir tun, fühlen wir, dass wir in einer Zeit der Veränderung sind. You know, with Brazilian Kids Care, with the School of the Prophetic, we are in times of transition. Mit Brasilien Kids Care, mit der Schule des Prophetischen, wir sind in einer Zeit der Veränderung. With the books, with the social media that God is using. Mit den Büchern und den sozialen Netzwerken, die Gott benutzt. So we got our team together. Wir riefen unser Team zusammen And we decided that we have to make this transition well and successful. und entschied, dass wir diesen Übergang gut und erfolgreich meistern müssen. You know, is it easy? Ist es leicht? It depends. Es kommt drauf an. It's very hard if you don't learn these simple keys, but if you learn these keys, it's not so complicated. Es ist sehr hart, wenn du die einfachen Schlüssel nicht lernst, aber wenn du diese lernst, dann ist es nicht so kompliziert. So I called my whole team together, we were 11 people. Ich rief also mein ganzes Team zusammen, alle 11 Personen. The people who work for us in our ministry, that's not Brazilian Kids Care. Die Personen, die für uns und unseren Dienst arbeiten, das ist aber nicht Brasilien Kids Care. That's a different story. Das ist eine andere Geschichte. But just who works with the School of the Prophetic and Supernatural for the social media. Aber eben alle, die für die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen arbeiten und für die sozialen Netzwerke. And we had a 3-hour meeting and I kept putting the focus on our mission. Wir hatten ein 3-stündiges Treffen und ich behielt immer den Fokus auf unsere Mission. I tell you, it was one of the most amazing business meetings I've ever attended. Es war eines der wunderbarsten Geschäftsmeetings, an denen ich je teilnahm. I don't know if the others felt like this, but I did. Ich weiß nicht, ob die anderen auch so fühlten, aber ich tat es. I think Daniel has always he always feels the same thing. Daniel fühlt immer das Gleiche. But you know, as we had this meeting with these people, Als wir das Meeting mit diesen Leuten hatten, it became so clear to me wurde mir so klar, that it is easier to lose your focus in the time of transition than you think. dass es leichter ist, in Zeiten der Veränderung den Fokus zu verlieren, als man denkt. Because in the time of transition, we are always drawn back to my desires, what I want, and my ambition. Weil in Zeiten der Veränderung werden wir immer wieder zurückgeworfen auf meine Wünsche, meine Ambitionen, was ich will. And I'll tell you why this is. Ich sage dir, warum das so ist. Because what I want to do, I've learned how to do. Weil das, was ich machen will, das habe ich gelernt zu tun. Follows the spontaneity of the Holy Spirit, you have to confront your own insecurity. Wenn du der Spontanität des Heiligen Geistes folgen willst, musst du deiner eigenen Unsicherheit in die Augen sehen. And you have to look at your lack of trust in Jesus. Und du musst deinen Mangel an Vertrauen auf Jesus anschauen. Because to navigate through transition and keep your focus on your mission, you have to trust Him completely. Weil durch Veränderung zu gehen und deinen Fokus auf die Mission zu behalten, da musst du ihm vollständig vertrauen. So I've called my whole team to the place where we all decided our mission will be our focus. Ich rief mein Team zusammen und wir kamen alle zum Punkt, dass unser Auftrag unser Fokus sein wird. And I made it very clear. Und ich sagte ganz klar, If this is not your core decision in your heart, wenn es nicht deine Kernentscheidung in deinem Herzen ist, I will give you some money that will help you to find another job. werde ich dir Geld geben und helfen, eine andere Arbeit zu finden. But you can't walk with us. Aber du kannst mit uns nicht weitergehen. We keep our focus on our mission, and that's why we will transition well. Wir behalten unseren Fokus auf unsere Mission und deshalb werden wir eine gute Veränderung haben. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute!